Hallo, herzlich willkommen zu Purita. Ich bin's Rita und heute werden wir einen super leckeren Couscous-Salat machen. Und zwar ist mein Couscous-Salat-Rezept mit vielen frischen Tomaten, Gurke, Kichererbsen und vielen frischen Kräutern und Zitronensaft. Couscous kommt ja aus der nordafrikanischen Küche und im Grunde genommen besteht es aus sind so kleine Kügelchen aus zerriebenem Grieß, aus Hartweizen oder Gerste. Der wird ja nicht gekocht, sondern nur zum Quellen gebracht, so ähnlich wie bei Bulgur. Den kennt man ja aus der türkischen Küche. Und dieser Salat ist eine perfekte Grillbeilage. Ist wirklich schnell zubereitet und schmeckt super köstlich, leicht und sättigend. Ich finde, es passt auch hervorragend zu gegrillten Lammkoteletts oder auch Hähnchenspießchen, aber auch zum gegrillten Gemüse. Also besonders jetzt im Sommer esse ich den Salat super gern, auch als Hauptspeise, weil er eben sehr, sehr leicht ist. Ich zeige euch jetzt gleich auch mal die Zutaten. Los geht's! Wir brauchen ein Bund Petersilie, 200 Gramm gekochte Kichererbsen, eine Avocado, der Saft einer ganzen Bio-Zitrone, 3 Frühlingszwiebeln, eine Bio-Salatgurke, 4 große Rispentomaten, 400 Gramm circa, 200 Gramm Couscous, 4 bis 6 Esslöffel Olivenöl und Himalaya-Salz. Als erstes werden wir den Couscous vorbereiten. Hier habe ich einen Bio-Couscous, der ist deutlich feinkörniger als Bulgur. Und im Unterschied zu Bulgur wird der Couscous nicht vorgekocht, sondern nur zum Quellen gebracht. Ich röste ihn kurz in der Pfanne mit etwas Olivenöl an, so bekommt er einen schönen nussigen Geschmack. Etwas Olivenöl, den Herd habe ich auf mittlere Stufe gestellt und wir geben jetzt den Couscous hinein. So, immer wieder umrühren, bis der Couscous goldgelb angeröstet ist. So, wichtig ist es jetzt, dass wir den Herd ausmachen, denn wir möchten den Couscous ja nicht kochen, sondern nur quellen lassen. Ich gieße jetzt 300 Milliliter kochendes Wasser ein, das ist so in etwa die 1,5-fache Menge, und lasse in etwa 10 Minuten in der Pfanne zugedeckt quellen, so wie das in der Packung angegeben ist. Er soll ja noch relativ körnig und nicht so weich sein, da er später durch den Saft der verschiedenen Gemüse und das Dressing noch Flüssigkeit aufnehmen wird. Den Timer stelle ich jetzt auf 10 Minuten. Der Couscous ist jetzt gequollen und ich werde jetzt etwas Salz in meinem Mörser mahlen. Hier habe ich grobkörniges Himalaya-Salz. Wir zerstoßen das jetzt mal. Ich verwende sehr gerne natürliches Salz, weil es eben viele verschiedene Mineralstoffe und Spurenelemente enthält und es schmeckt einfach bekömmlicher. Wir salzen jetzt den Couscous und als nächstes werde ich ihn mit einer Gabel auflockern. So macht man das auch beim libanesischen Tabouleh-Salat. Anschließend füllen wir den Couscous in eine große Salatschüssel, damit er auch schneller auskühlen kann. In der Zwischenzeit kümmern wir uns jetzt um das Gemüse. Als erstes werde ich die Tomaten mit einem Messer fein würfeln. Und dann gebe ich sie direkt in die Schüssel hinein. Als nächstes schneide ich die Salatgurke. Bei Bedarf könnt ihr sie natürlich auch schälen, aber da ich hier eine Biogurke habe, lasse ich auf jeden Fall die Schale dran. Nun halbieren und mehrmals längs schneiden, dann ebenfalls fein würfeln. Beim klassischen Tabouleh-Salat werden mit einem Löffel zuvor die Samen der Gurke entfernt. Ich lasse sie aber hier dran, da der Couscous auch so saftiger werden kann. Und nun schneiden wir die Frühlingszwiebeln. Die habe ich vorher gründlich gewaschen und mit einem Küchenpapier trocken getupft. Wir entfernen zuerst die Wurzeln, dann längs halbieren und anschließend samt den grünen Stängeln in feine Ringe schneiden und zum Rest dazugeben.
So, und jetzt zeige ich euch einen kleinen Trick, wie ihr eine Avocado richtig schneiden und entsteinen könnt. Zuerst halbieren wir die Avocado der Länge nach. Dann drehen wir die beiden Hälften leicht gegeneinander. Wie ihr seht, steckt in einer Hälfte noch der Kern. Den könnt ihr ganz einfach herausnehmen, indem ihr das Messer direkt in den Kern hineinrammt. Eine kleine Drehung macht, dann ein bisschen hebelt und schon löst sich der Avocado-Kern wie von selbst. Super easy, oder? So, und jetzt zeige ich euch, wie ich die Avocado in Würfel schneide, ohne sie wirklich dabei schälen zu müssen. Mit einem kleinen Gemüsemesser schneiden wir in das Fruchtfleisch Längsstreifen und dann querschneiden. Jetzt nehmen wir uns einen Esslöffel und löffeln die gewürfelte Avocado einfach heraus. Die andere Avocado-Hälfte löffle ich ganz vorsichtig heraus und schneide sie in schöne Scheiben. Übrigens, diese Methode ist vielfältig anwendbar, zum Beispiel bei reifen Mangos oder Kiwis. Und wenn ihr ein kleines Avocado-Pflänzchen selber züchten wollt, dann einfach mit 4 Zahnstochern an 4 Seiten einstechen und mit der unteren Seite in ein mit Wasser gefülltes Glas geben. Und dafür sorgen, dass es immer mit Wasser gefüllt ist. Mit ein wenig Geduld habt ihr dann in ein paar Wochen eine kleine Avocado-Pflanze, die ihr dann in einen Topf einpflanzen könnt. Die Petersilie habe ich bereits gewaschen und trocken getupft. Da werde ich jetzt die Blätter vom Stiel abzupfen. Und mit dem Messer fein hacken. Jetzt kommt ein bisschen Frische in unseren Couscous-Salat. Ich halbiere die Bio-Zitrone und entsafte sie mit der Zitruspresse direkt über der Salatschüssel. Zum Schluss kommen noch die Kichererbsen dazu. Ich liebe Kichererbsen, die sind unglaublich gesund und machen stark. Diese Wunderkügelchen stecken nämlich neben hochwertigem Eiweiß voller Kalzium, Eisen und Vitaminen. Also öfters mal Kichererbsen essen. Apropos Kichererbsen, schaut euch doch mal mein selbstgemachtes Hummus-Video an. Das verlinke ich euch da oben. Ist schnell zubereitet und ist eine hervorragende Grillbeilage. Und nun nur noch mit Olivenöl und Salz abschmecken. Alles gut durchmischen jetzt und für eine halbe Stunde im Kühlschrank ziehen lassen. Couscous-Salat könnt ihr übrigens auch gut einen Tag im Voraus zubereiten, die Zwiebeln jedoch erst kurz vor dem Verzehr fein schneiden und untermischen. Wenn ihr sie gleich direkt in den Couscous-Salat mischt und über Nacht im Kühlschrank ziehen lässt, schmeckt der Salat ein bisschen eigenartig. Und jetzt können wir unseren Couscous-Salat anrichten. Diesen Sommersalat könnt ihr auch wunderbar abwandeln. Statt Petersilie könnt ihr Basilikum, Rucola, Minze oder auch alle Kräuter zusammen verwenden. Habe ich auch schon probiert. Schmeckt richtig mediterran. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, abonnieren und liken nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Video, wo es so richtig schön schokoladig wird. Also bis dann, eure Rita.